Herzlich willkommen zum Podcast Brustgesundheit, der Podcast von Affidea Brustcare. Heute haben wir das Thema Ich bin die lebt, Leben mit Metastasen bei Brustkrebs. Und ich bin sehr froh und dankbar, heute Anna Faris als mein Gast zu haben. Anna, du hast den Verein gegründet, Metastasierter Brustkrebs Schweiz. Den Verein gibt es seit ungefähr 2 Jahren und bist selber betroffen, selber an Brustkrebs erkrankt, bist Ende 30 und glaube, das ist mit so dein Herzensprojekt, diesen Verein voranzubringen, und hast auch ganz tolle Projekte gemacht und machst das weiterhin mit dem Verein. Jetzt selber als Betroffene, wenn du ins Gespräch kommst mit Menschen, die du nicht kennst, man lernt sich kennen und spricht über sich und die Personen erfahren darüber, dass du erkrankt bist. Wie gehen Menschen damit um? Wie reagieren Menschen? Also zuerst mal danke vielmals, dass ich da sein darf. Freut mich wirklich sehr. Und das ist auch gerade eine sehr spannende Frage, weil es ist so unterschiedlich. Und ich muss sagen, mit der Zeit habe ich auch wie gemerkt, ich bin sehr vorsichtig mit dem Erzählen, dass ich metastasierten Brustkrebs habe. Weil das Thema, also die Stimmung geht dann halt gerade so ein bisschen in eine traurige Richtung. Und das wollte ich nicht. Also ich bin an dem Tag vielleicht in der Migros am Posten oder irgendwo unterwegs und ich bin einfach die Anna, die jetzt am Posten ist und nicht die Anna, die krank ist. Und dann gibt es wirklich viele Momente, wo ich es eigentlich gar nicht im Gespräch erwähne oder versuche, so ein bisschen auszuweichen. Ja, ich habe eine chronische Erkrankung. Dann merkt das Gegenüber halt auch gerade so, sie will wahrscheinlich nicht gerade darüber reden und lässt es sein. Aber wenn man so in eine tiefere Ebene hineingeht oder eben, wenn man ein längeres Gespräch hat und dann gefragt wird, ja, was machst du beruflich, dann muss ich halt schon erzählen, ja, ich habe jetzt eine IV-Rente, weil ich erkrankt bin. Und dann kommt es mega darauf an, aufs Gegenüber. Vor allem eigentlich, wie kann die Person mit dem Thema Endlichkeit umgehen. Und das weiss ich dann natürlich auch nicht, aber es kann sein, dass ich mit dir rede und dass du vor ein paar Jahren deine Mutter, deine Großmutter verloren hast an Krebs. Und dann löst das natürlich gerade bei dir eine Traurigkeit aus. Und das ist auch ganz normal. Ja, weil das Thema Krebs ist sowieso triggernd, aber das Thema metastasierter Krebs ist halt wirklich immer noch aufgeladen mit dem, was man so aus den Filmen kennt, dass die Patientin im Spital liegt mit Schläuchen überall und die nächste Szene ist dann die Beerdigung. Mhm. Ähm, und, und eben gleichzeitig mit einer persönlichen Erinnerung vielleicht an eine Person, die man verloren hat im Umfeld, dort kommt natürlich auch einfach gerade der Verlust ist im Vordergrund und nicht die Person, wo sie vorher war, vor der Erkrankung. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich über meine Erkrankung rede, muss ich all das managen. Muss ich versuchen, so ein bisschen die Trauer aus dem Gespräch rauszunehmen und sage dann, ja, aber jetzt geht es mir gut. Ich habe jetzt eine Therapie, die funktioniert. Also ich versuche immer gerade etwas Positives zu erzählen, damit nicht gerade so eine Schwere in das Gespräch hineinkommt. Also das heißt, du versuchst eher so deinen Gesprächspartner zu schonen, oder? Also so wie ganz viel Rücksicht zu nehmen auf die Person, mit der du sprichst, so hat man das Gefühl. Ja, weil eben das Thema Sterben ist einfach etwas, wo man sich nicht möchte damit auseinandersetzen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann mit so ein bisschen Vorbereitung. Aber wenn ich einfach so ein bisschen so rausschreie, ich habe metastasierten Brustkrebs, dann ist das für viele Leute wirklich so, oh, da kann ich jetzt, okay, aber reden wir über etwas anderes, oder? Und das muss ich schon mich immer ein bisschen darauf aufs Gegenüber einlassen, wie man über das redet. Ja, aber begegnen dir auch Menschen, wo du findest, ja, das ist jetzt eine tolle Reaktion, wie die Person damit umgeht? Also wie wäre das, wenn du denkst, ja, das kann ich jetzt wirklich ganz offen reden und das kommt gut an? Oder was Ja, heißt gut an, dass man wie authentisch angesprochen wird dann von der Person? ja. Ja, definitiv. Und das sind dann wirklich auch Menschen, die einfach begreifen,
es muss jetzt nicht gerade in ein tiefes Gespräch hineingehen über Krankheit und alles, was damit kommt, sondern auch einfach, okay, ich habe metastasierten Brustkrebs und dann vielleicht auch einfach das Gespräch weiterführen in eine andere Richtung. Oder ich merke es dann auch, wenn das Gegenüber sich dann auch öffnet. Ich höre dann halt eben oft auch Geschichten von die andere Person hat auch irgendeine Erkrankung oder jemand aus der Familie. Und dann spüre ich schon auch, dass die Person halt wirklich auch bewegt ist durch das, was ich erzähle. Und das ist eigentlich auch, das gibt dann wie eine Verbindung zwischen zwei Menschen, wenn man plötzlich merkt, die andere Person weiß wirklich, was das bedeutet. Weil viele wissen ja auch gar nicht, was metastasierter Brustkrebs überhaupt ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so wie ein großer Punkt. Oder wenn mir jemand von einer Erkrankung erzählt und ich habe wie kein Gespür, was das jetzt für die Person bedeutet, und dann entsteht natürlich auch eine große Unsicherheit. Und wahrscheinlich führt das dann dazu, so, dass Menschen unterschiedlich reagieren, oder? Ja. Je nachdem, wie gut oder man damit umgehen kann mit dieser Unsicherheit. Und ich finde das zum Beispiel eine schöne Reaktion, wenn jemand sagt, was bedeutet das, Anna? Was bedeutet das? Und dann kann ich sagen, was es für mich bedeutet. Weil es bedeutet, die Diagnose bedeutet ja auch für jede Patientin etwas anderes. Es bedeutet auch für meinen Mann bedeutet es auch etwas anderes als für mich als Angehörige. Und das finde ich damit eine schöne Frage. Eben so, ja, was heißt das genau? Wie beeinflusst das jetzt dein Leben? Und dann kann ich erzählen, ja, wie ich damit umgehe. Und das ist, finde ich, immer eine schöne so eine Gegenfrage, die sehr respektvoll ist. Nicht zu viel Mitleid, einfach eine normale Neugier. Das finde ich eigentlich schön. Jetzt mit deiner Erkrankungsgeschichte, würdest du uns das kurz erzählen, wo du heute stehst, wie der Verlauf war, soweit es für dich stimmig ist, das hier zu erzählen? Ich finde es immer schwierig, meine Geschichte zusammenzufassen, weil Krebs begleitet mich mittlerweile schon fast 8 Jahre. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Bei der ersten Diagnose bin ich gerade erst 30 geworden, als ich die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, einfach im Frühstadium. Gleichzeitig hat man erfahren, dass in meiner Familie das BRCA1-Gen, das BRCA-Gen, also die Genmutation vorhanden ist, wo halt das Risiko extrem erhöht, an Brustkrebs oder Eierstock zu erkranken. Und dementsprechend war mein erstes Jahr geprägt von Chemotherapie und dann grosse Operation, weil ich eine beidseitige Masektomie machen, also beide Brüste entfernt, Aufbau mit Eigenfett vom Bauch, und das ist ein schwieriges Jahr gewesen, aus medizinischer Sicht, aber eigentlich so aus psychischer Sicht ist mein erstes Jahr eigentlich geprägt von Hoffnung, von ja, es geht ja nachher weiter. Das ist jetzt einfach ein Kapitel von meinem Leben und nachher mache ich weiter mit meinem normalen Leben. Ich habe auch immer zum Beispiel meinen Arzt gefragt, wenn kann ich schwanger werden? Weil eben Anfang 30 war für mich das ein Thema gewesen, Familienplanung. Und ich habe dann aber kurz nach der ersten Diagnose, nachdem alles eigentlich vorbei war, hatte ich ein Rezidiv gehabt. Also der Krebs ist zurückgekommen im Brustmuskel, eigentlich sehr untypisch. Und dann musste ich wieder behandeln, also bestrahlt, operiert. Und dann hat es aber wirklich auch psychisch einen anderen Effekt gehabt, weil dann habe ich wirklich gemerkt, die Statistik, oder, die sagt, Brustkrebs ist in den meisten Fällen heilbar, stimmt, also ist die jetzt für mich immer noch, also bin ich immer noch auf der guten Seite der Statistik, weil ich habe einen triple-negativen Brustkrebs, gilt ja als einer, der schwierig zu behandeln ist, eher aggressiv. Und dann habe ich plötzlich einfach wirklich extrem Angst bekommen, was bedeutet das jetzt für mich. Und das hat psychisch mich sehr, sehr mitgenommen. Gleichzeitig habe ich auch viele Veränderungen in meinem Leben vorgenommen zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach plötzlich ich habe mein Leben eigentlich über den Haufen geworfen. Und
Covid war gleichzeitig noch, sowieso eine schwierige Zeit für uns alle. Ich habe dann aber meinen Mann kennengelernt. Wir sind jetzt mittlerweile schon fast 5 Jahre verheiratet. Und ich habe dann mit ihm wirklich wieder Kraft geschöpft und versucht, das Leben wieder zu planen. Auch mit dieser Unsicherheit kommt jetzt der Krebs wieder zurück und wie geht es weiter. Und wir sind eigentlich noch nicht lange verheiratet gewesen, also gerade noch nicht mal ein Jahr. Und dann hatte ich wieder ein Rezidiv gehabt, und dann ist eben wieder beim PET-CT rausgekommen, da ist etwas Verdächtiges in der Lunge. Und das ist eben auch nochmal extrem herausfordernd, die Unsicherheit. Was heisst das, etwas Verdächtiges in der Lunge? Es hätte auch einfach irgendwie noch irgendeine Entzündung können sein von einer Erkältung oder irgendetwas. Und ich habe dann wie 3 Monate lang nicht gewusst, ob ich Metastase oder nicht. Und ich war dann wirklich so ein bisschen in einem Limbo gewesen. Ja, soll ich jetzt mein Leben planen? Soll ich jetzt noch das Haarshampoo kaufen? Weil wahrscheinlich muss ich jetzt ein kleines Chemo machen. Also ich habe wirklich wie aufgehört zu leben, weil ich einfach auf die Antwort gewartet habe. Und wenn ich dann endlich Bescheid bekommen habe, nach 3 Monaten, es sind definitiv Metastasen, ist es eigentlich zuerst eine Erleichterung gewesen, zu wissen, was es jetzt ist. Jetzt kann man es behandeln, jetzt kann man etwas machen. Aber gleichzeitig natürlich der grösste Schock von meinem Leben, auch für meinen Mann. Weil wir haben halt wirklich gerade unser Leben aufgebaut, diskutiert, sollen wir jetzt Familienplanung anfangen. Das war wirklich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Auch weil ich nicht genau gewusst habe, was das bedeutet, metastasiert. Und meine Ärzte haben dann plötzlich auch so ein bisschen, wie gesagt, Annahmen, wir wissen jetzt nicht mehr genau, was die beste Behandlung ist. Jetzt müssen wir wirklich so ein bisschen ausprobieren. Und sie haben mir auch keine Prognose geben. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen selber recherchieren, triple-negativ metastasierter Brustkrebs, und da kommt eine Zahl raus von 1,5 Jahren Lebenserwartung. Das hat natürlich extrem Angst gemacht. Und ich habe dann einfach gesagt, gut, ich lebe jetzt einfach voll. Ich bin dann wahnsinnig viel reisen. Mein Mann war extrem erschöpft von den vielen Reisen, die wir gemacht haben. Aber ich kenne einfach auch viele Leute aus verschiedenen Ländern, und ich wollte alle noch mal besuchen. Mein Mann ist Amerikaner, wir wollten seine Familie besuchen. Und wir haben auch seine Familie, die in der ganzen USA verteilt ist, eingeladen an einen Ort auf Kalifornien, und alle eingeflogen. Und also wirklich einfach aufs Leben uns konzentriert. Und gleichzeitig habe ich wie plötzlich gemerkt, meine Behandlung funktioniert ja. 1,5 Jahre später bin ich immer noch da gewesen. Und dann war es wirklich so ein bisschen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich musste mich wirklich wieder selber kennenlernen, selber finden. Und mich auch daran gewöhnen, eben so die Balance zu finden zwischen, bin ich jetzt Krebspatientin, bin ich gleich noch die Anna, die gerne arbeiten. Also ich habe immer gerne gearbeitet. Für mich war Arbeiten immer ein grosser Lebensinhalt gewesen. Bin ich die Anna, Frau von meinem Mann, oder einfach eine Schwester. Meine Schwester hat dann auch in dieser Zeit ein Kind bekommen, und ich bin Gotti geworden. Also ich habe wirklich mich selber wieder finden, und ich bin immer noch dran, eigentlich so die Balance zu finden zwischen Patientin sein, aber trotzdem noch zu leben. Mhm. Und die Anna sein. Genau. Und wenn du jetzt dein Leben heute in ein Bild oder in Worte zusammenfassen würdest, wie ist dein Leben heute? Das ist eine schwierige Frage. Mein Leben ist voll Projekt. Es ist mittlerweile auch wieder voll Pläne, also Zukunftspläne. Sachen, die ich noch erleben möchte, die ich erreichen möchte. Es ist auch voll von unglaublich tollen Menschen. Also, ich glaube, das wird man sich wirklich einfach bewusst, wenn man so eine Krankheit hat, wie viele Menschen einem gerne haben, wie viele Menschen ich gerne habe. Und ich habe auch wieder so ein bisschen das Vertrauen in mich gefunden, dass ich noch etwas bewegen kann, dass ich einfach am Morgen wieder einen Grund habe zum Aufstehen.
Und da gehört eben zum Beispiel der Verein wirklich auch dazu, dass ich dort wieder eine Lebensaufgabe gefunden habe. Du hast eben so deine Geschichte erzählt mit den Hochs und Tiefs, mit den unterschiedlichen Phasen und Situationen, dass sich da so viel geändert hat. Was hat dir am meisten geholfen in der Zeit? Was hat dir wirklich so Kraft gegeben, dich unterstützt? Also ich habe viele Sachen ausprobiert, auch weniger gute Sachen. Und was ich zum Beispiel eine Zeit lang gemacht habe, ist Gamen. Und ich habe ich habe wirklich eine Zeit lang einfach wie müssen flüchten aus der Realität und ich habe wirklich bis zu 10 Stunden am Tag gamet. Und das hat es wie gebraucht zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach nicht mehr mitgekommen bin mit all diesen Sachen, die passieren. Aber nachher hat es mir natürlich auch geholfen, eben, dass mein Mann in die Schweiz gekommen ist, dass wir unser Leben zusammen aufgebaut haben. Meine Hunde. Meine Hunde, die kommen einfach am Morgen ans Bett und sagen so, bitte jetzt morgen. Die wollen jeden Tag raus. Denen ist es egal, also gut, der eine Hund ist sehr sensibel, die kommt wirklich, das ist so ein bisschen meine Krankenschwester, die liegt dann wirklich auf mir oben, wenn es mir schlecht geht. Aber der Golden Retriever will einfach raus, sich bewegen. Und ja, auch eben meine Familie, mein Götti-Bub, wo einfach Freude hat, Zeit mit mir zu verbringen. Und ihm ist auch egal, ob ich Krebs habe oder nicht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste gewesen, von außen auch so den Einfluss zu bekommen. Ich bin ja immer noch ein Mensch, der geliebt wird, egal ob ich jetzt eine Diagnose habe mit Metastase oder nicht. Und du hast ja auch ganz viel Kontakt gehabt jetzt zu Behandlern, zu Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapie, denke ich. Also viele, viele Menschen auch in diesem professionellen Umfeld. Gibt es da etwas, was du dir wie gewünscht hättest, wo vielleicht Ärztinnen und Ärzte nicht so gut mit umgehen, was die besser machen könnten? Also etwas, was ich wirklich finde, ist einfach eine riesige Herausforderung. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf gegenüber meinen Ärzten, aber es ist einfach extrem komplex. Sobald eine Patientin Metastase hat, kommt einfach so die Wundertüte für, dann ist es nicht mehr so eine klare Richtlinie, so Vergriff in die Schublade, die Patientin hat das und das und das, jetzt machen wir das. Und was dann eben auch noch dazu kommt, ist das Gespräch, was ist mir wichtig. Also dass meine Ärztin wirklich auf mich eingeht und weiss, was ist mir wichtig. Zum Beispiel ist mir wichtig, dass ich dass ich wirklich mit meinen Hunden laufen kann, dass ich noch Energie habe, um einen Spaziergang zu machen, auch wenn es manchmal nur ein kurzer ist. Und das Gespräch herauszufinden, was mir wichtig ist, das braucht ganz viel Feingefühl und es braucht auch Zeit. Also Ärzte müssen sich wirklich Zeit nehmen. Und das braucht auch mehrere Gespräche, weil beim ersten Gespräch ist auch einfach so das Erklären, was die Diagnose überhaupt bedeutet. Und das ist für mich sehr schwierig, das erste Gespräch, weil einfach so unklar war, was das jetzt bedeutet. Und ich konnte das nicht akzeptieren. Ich wollte wirklich eine Zahl haben, wie lange lebe ich noch und wie gut geht es mir noch in dieser Zeit. Muss ich mich jetzt bei Exit anmelden oder nicht? Also ich wollte wirklich ganz konkrete Informationen wählen, aber die Ärzte können das gar nicht so konkret geben. Und das ist ein extrem schwieriges Gespräch. Und ich habe aber wirklich eine super Beziehung zu meiner Ärztin und ich fühle mich sehr gut aufgehoben, weil ich dann wirklich von mir erzählen kann, was mir jetzt wichtig ist. Und ihr kennt euch jetzt auch schon längere Zeit, oder? Und dann kennt man auch so die Geschichte und das Vertrauen dann auch gegenseitig wahrscheinlich, oder? Dann, ja, Vertrauen ist wichtig, auch eben, dass ich ernst genommen werde, wenn ich im Internet etwas lese und einfach kann fragen, wäre das etwas für mich? Und dass dann nicht eine Antwort kommt, ja, das im Internet ist alles Pseudowissenschaft, sondern dass sie wirklich sagt,
das ist für mich jetzt keine Alternative, weil das und das ist bei meinem Krebs Rezeptoren oder so sind nicht vorhanden. Oder wo halt wirklich erklärt, das, was ich gelesen habe im Internet, das ist einfach noch nicht genug erforscht. Vielleicht kommt das in 5 oder 10 oder 20 Jahren, aber heute ist es gar noch nicht erforscht an Menschen und trotzdem gibt es irgendwie einen riesen Hype auf Social Media. Und das hilft, also dass ich dann einfach mich an sie wenden kann und ernst genommen werde. Und nicht einfach hören sie ja nicht auf das, was im Internet steht, sondern dass sie mich unterstützt bei der Informationssuche und auch beim Verstehen von Informationen. Du hast eben von dem Verein gesprochen, wo du so dein Herzblut reinsteckst, wo du sagst, das ist eine neue, wichtige Aufgabe auch für dich. Und der Verein Metastasierter Brustkrebs Schweiz hat eine tolle Kampagne ins Leben gerufen, die heißt Ich bin die, die lebt. Ich finde das einen ganz kraftvollen Satz. Was bedeutet der für dich oder wie seid ihr auf diesen Satz gekommen? Wir haben sehr lange diskutiert, wie tut man das Thema metastasierter Brustkrebs in die Öffentlichkeit bringen und zeigen, wie es wirklich authentisch ist. Und es ist extrem schwierig. Also, wir haben auch diskutiert, ist jetzt der Satz «Ich bin die, die lebt» zu positiv. Aber wir haben eigentlich von Anfang an, also Daniela, meine Mitgründerin, hat die Idee von diesen 2 Bildern. Auf der einen Seite das PET-CT-Bild, wirklich schwarz-weiß, sehr medizinisch und auch sehr düster, Diagnose, der Krebs, aber dann eben das andere Bild, die Person, die irgendwie mitten im Leben steht. Und das war auch so etwas, wo wir einfach sagen wollten, wir stehen immer noch mitten im Leben. Weil die öffentliche Wahrnehmung oder eben so ein bisschen das Denken ist einfach das, dass man einfach denkt, oh, das ist eine ganz fest kranke Person, die nicht mehr aus dem Haus kann oder einfach die ganze Zeit leidet. Und das ist ja sowieso schon in den Köpfen. Und darum haben wir eine relativ starke Botschaft gesucht, wo die Vorstellung wirklich gerade widerlegen. Und dann haben wir natürlich das mit Inhalt gefüllt. Also eben, wir haben die 2 Bilder von 12 Frauen, aber wir haben auch zu jeder Frau eigentlich eine Geschichte, die wir erzählen. Es gibt von jeder Frau einen Podcast, es gibt Videos und jede Frau hat auch ein Gedicht geschrieben. Und für mich persönlich, der Prozess von dem Gedicht schreiben ist mega schön gewesen, weil die Aufgabe ist einfach gewesen, man muss bei 20 Sätze aufschreiben, ich bin die. Und dann überlegt man halt wirklich, ja, wer bin ich? Und niemand von uns hat aufgeschrieben, ich bin die Krebs hat. Jede hat irgendwie eine Leidenschaft oder etwas, was einem ausmacht, ein Hobby oder auch einfach, ich bin die 2 Hunde hat. Und der Prozess, die Sätze aufzuschreiben, ist wirklich mega schön für mich selber, zu herausfinden, wow, ich bin so viel. Jetzt so, ich finde, wenn man in den Medien schaut, ist das Thema Brustkrebs an sich ja schon präsent. Man spricht über irgendwie Früherkennung, über Behandlung wird gesprochen. Also da findet man schon sehr viel. Aber dein Verein, euer Verein ist somit der erste, der sich mit dem Thema metastasierter Brustkrebs so breit in der Öffentlichkeit beschäftigt. Also fast als hätte man drauf gewartet. Warum gibt es euch jetzt erst? Das ist eigentlich eine gute Frage. Und ich finde es auch eigentlich, ja, es ist mega schade, dass es wie noch nichts gegeben hat, weil, als ich die Diagnose bekommen habe, ich war ja vorher schon erkrankt im Frühstadium und dort war ich in der Selbsthilfegruppe. Es gibt so viel Pink da und Pink dort. Und dann plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin Aussenseiter, ich bin der lebende Albtraum von all diesen Frauen. Also ich habe mich gar nicht mehr in diese Gruppe getraut, weil ich selber gewusst habe, wie fest ich immer Angst hatte vom Metastasieren. Und ich habe mich dann im Internet angefangen zu vernetzen mit Frauen, vor allem auch aus der ganzen Welt, auch aus den USA.
Und in den USA ist der Umgang mit Krankheit sowieso auch noch mal offener. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut. Und ja, das auch so ein bisschen es ist schon ein Frust da, oder? Dass Brustkrebs immer dargestellt wird als es ist heilbar. Weil es kommt dann einfach die Frage auf, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe mich lange mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wenn ich überall wieder sehe, Prävention und Früherkennung, dann denke ich immer, habe ich etwas falsch gemacht? Also es ist schon in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich für mich als Betroffene manchmal schwierig, die ganze Thematik Früherkennung. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, auch gerade in der Schweiz, wo es ja noch kein nationales Früherkennungsprogramm gibt. Also finde es extrem wichtig, dass über das geredet wird. Aber wir sollen eben auch über uns reden. Das ist für mich wichtig, weil man weiß ja nicht einmal, also man tut ja eigentlich alle Krebsfälle zählen, aber man zählt nicht, wie viele Frauen in der Schweiz oder auch Männer mit metastasiertem Brustkrebs leben. Man weiß es nicht. Und ich habe wirklich im Nationalen Krebsregister geschrieben, können Sie mir bitte sagen, warum man das nicht weiß? Wieso wird das nicht zählt? Aber sie haben es mir nicht sagen. Sie haben mir einfach eine Hochrechnung gemacht, wie viele es ungefähr sind. Es gibt gewisse Länder, Australien, wo jetzt mal so eine Zählung gemacht hat, wo eben auch zeigt, es sind viel mehr, als man meint. Und solange wir nicht zählt werden, sind wir einfach auch unsichtbar. Und das ist auch ein Anliegen von unserem Verein, dass wir endlich zählt werden und sichtbar werden. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und schon auch, dass man wie so bisher ausgeblendet wurde oder aus dem öffentlichen Gespräch oder der öffentlichen Wahrnehmung und habe ja schon das Gefühl, jetzt durch die besseren Medikamente gibt es auch mehr Menschen, die betroffen sind, die länger leben mit der metastasierten Erkrankung und allein deshalb gibt es ja schon mehr Menschen, die betroffen sind. Und man muss auch immer an die denken, die ja schon diagnostiziert werden mit Metastasen. Und dort hilft Früherkennung minimal. Also es gibt Brustkrebs, die so früh streut. Also ich kenne jetzt mehrere Frauen, die wegen Metastasen und Symptomen von Metastasen, Rückenweh zum Beispiel, Bauchweh, zum Arzt gegangen sind und dann zuerst mal Physio gemacht haben wegen der Rückenschmerzen. Und dann plötzlich hat man gemerkt, das sind ja Metastasen, Knochenmetastasen. Und dann geht man den Primärtumor suchen, also den Krebs, der gestreut hat, aber man findet ihn nicht. Also dass auch wirklich der Brustkrebs noch so klein kann sein und trotzdem schon streuen. Und an diesen Frauen geht natürlich Früherkennung komplett vorbei. Und dort ist es wirklich mega wichtig, dass man darauf sich konzentriert, wie tut man metastasierten Brustkrebs behandeln, dass man wirklich ein gutes und noch ein langes Leben haben kann. Ein Ziel von eurer Kampagne und auch von dem Verein ist, dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen. Seid ihr auch Ansprechpartner für direkt Betroffene? Also kann man, wenn man selber die Diagnose hat, metastasierten Brustkrebs, kann man euch anschreiben? Hat man die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen oder sogar zu treffen? Ja, absolut. Das ist ja eigentlich das Wichtigste von unserer Arbeit, dass sich Frauen können austauschen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Und weil wir ja halt in der ganzen Schweiz, also vor allem Deutschschweiz, also mittlerweile eigentlich auch in der Romandie Frauen haben, die in der ganzen Schweiz verteilt sind, haben wir halt die meisten Angebote virtuell. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Einmal im Monat haben wir einen Community Call, also auf Zoom treffen wir uns. Und es ist also viel persönlicher und authentischer, als man sich eigentlich so vorstellt, wenn man hört virtuell. Also es ist immer ein mega schöner Austausch. Und wir treffen uns auch regelmäßig abwechselnd in verschiedenen Städten, mal in Zürich, mal in Bern oder in Basel. Also es ist so immer ein bisschen, ja, dort, wo jetzt gerade wo eine Idee ist, zum sich zu treffen. Und das ist mega wichtig, der Austausch. Ich mache auch viel Peer-to-Peer-Beratung, also dass ich wirklich einfach ein persönliches Gespräch habe
mit anderen Frauen, wo irgendwie auch spezifisch eine Frage haben. Oder einfach mal jemanden suchen, der auch betroffen ist, wo man auch einfach über alle Ängste reden kann. Weil oft ist es ja auch im eigenen Umfeld schwierig, zum Beispiel mit dem eigenen Partner über gewisse Themen zu reden, weil die einfach zu belastend sind. Und dort ist natürlich so der Peer-to-Peer-Austausch mega wichtig und auch schön. Und ich könnte es mir auch vorstellen, das, was du am Anfang gesagt hast, dass du das Gefühl hast, wenn du jemanden kennenlernst und sprichst über deine Erkrankung, dann wie das Gefühl hast, die Person schonen zu müssen oder ganz vorsichtig damit umzugehen. Und ich könnte mir das vorstellen, wenn man jemanden gegenüber sitzt, der eine ähnliche Situation hat, oder zumindest hat man diese Gemeinsamkeit, dann ist man vielleicht offener, oder so stelle ich es mir zumindest vor, dass man da direkter sprechen könnte. Ja, absolut. Ja. Und ich finde auch, manchmal braucht es ja nicht unbedingt Trost im Sinne von, ja, es kommt schon gut, sondern was es braucht, ist einfach Scheiße. Es ist jetzt wirklich einfach eine ganz mühsame Komplikation und es ist einfach, man kann einfach nur sagen, Scheiße, das muss man manchmal auch einfach sagen, ohne versuchen, tröstende Worte zu suchen, die einfach in dem Moment gar nicht helfen, weil da ist einfach eine Frustration und eine Wut, eine Trauer und da hilft manchmal einfach zuzulassen und darüber zu reden. Mhm. Ja. Und da zu sein und ein Stück weit mit auszuhalten oder so. Ja. Ja. Mhm. Ja, du hast eben auch schon erwähnt, ihr habt auch Podcasts aufgenommen von euren Vereinsmitgliedern. Es sind 12 Porträts oder ich glaube sogar noch mehr. 12 Porträts mit ganz tollen Podcast-Beiträgen auch. Und gibt es da etwas, was all diese Frauen gemeinsam haben, wenn die von sich erzählen? Also ich würde sagen, Gemeinsamkeit ist wirklich einfach der Wille zu leben. Und eben von den 12 Frauen, die jetzt da mitgemacht haben, natürlich auch der Wille, über metastasierten Brustkrebs zu reden oder auch einfach über metastasierten Krebs. Weil in der Kampagne sind es nicht nur Brustkrebspatientinnen. Spielt eigentlich gar keine Rolle, was der Primärtumor ist. Und ich finde die Frage noch schwierig, weil es sind 12 so verschiedene Frauen in ganz verschiedenen Lebenssituationen, mit verschiedenen Leidenschaften und beruflichen Hintergrund. Also es ist eigentlich das Schöne an diesen 12 Geschichten ist, dass eben wirklich jede eine eigene Geschichte hat. Ja, jetzt hast du deine sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt heute und auch was den Verein bewegt, was die Kampagne bewegt. Und fand es ganz toll, heute dir zuzuhören und vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ich danke auch Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn Sie noch Fragen haben zu dem Thema oder weitere Informationen suchen, dann finden Sie das alles in den Shownotes. Vielen Dank und vielen Dank an dich. Danke vielmals.